Als ich Herrn Kohler traf, spürte ich sofort die Tiefe seiner Verbindung zu Shkodra. Seine Worte hatten die gleiche Kraft wie die Bilder, die ich aufgenommen hatte. Es war, als ob wir beide auf unterschiedliche Weise die gleiche Geschichte erzählten. Natürlich, ich glaube, man muss sagen, das Land ist noch nicht lange her, dass das Land Furchtbares hinter sich gebracht hat. Und da sieht man natürlich, so traurig es ist, aber schwere Zeiten machen die Menschen, wenn sie nicht brechen, dann machen sie sich stärker. Ja, Sie haben ein ganz großes Geschenk an diesem Land gemacht, weil Sie haben alles fotografiert damals. Und jetzt... Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe das fotografiert, weil ich mal gedacht habe, das muss man fotografieren. Eben. Und wir waren, glaube ich, eine der Ersten, die dort waren. Ja, für die jüngere Generation wird das sehr hilfreich sein, weil sie werden jetzt die Geschichte mit ihren Augen sehen. Sie werden sehen, wie friedlich damals die Leute waren, obwohl arm und trotzdem... Und freundlich. Ja, eben. Und auch bei dieser Agape nach der Messe, mit diesem armen gegrillten Schaf oder was wird das? Ja. Das war ich gar nicht gewöhnt, weil die armen Tiere, die sind da angewandt. Aber da habe ich mir gedacht, das war wie alttestamentarisch, verstehen Sie? Ja, wie im Alten Testament sind die alle gesessen, haben das Essen geteilt nach dem Gottesdienst. Für mich war das unglaublich schön. Vielen herzlichen Dank. Gerne, das ist aber so sein. Ja, Sie haben etwas ganz Großes geleistet für die Geschichte, für diese Leute. Und Sie sind... Weiß ich nicht, aber... Sie sind herzlich nach Shkodra, nach Albanien eingeladen. Und ich hoffe... Ich hoffe, wenn ich noch gesund bin, dann möchte ich dem eigentlich gerne nachkommen. Mit meiner Kollegin. Na bravo, das ist sehr gut. Wie waren die Menschen in Albanien? Ja, ich habe das ein paar Mal erlebt im Osten in Reisen mit dem Kardinal, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte die Länder nicht nennen, aber einer das besonders, wo ich das Gefühl hatte, die Menschen, die konnten nicht mehr lachen. Wir waren ja sehr bald in verschiedenen Ländern. Und in Albanien ich habe gewusst, Elba Hoxha, 40 Jahre, der atheistische Staat Europas, also Gott ist tot, nicht so Friedrich Nietzsche. Und dann haben wir gedacht, ich bin gespannt auf die Menschen. Und das hat mich so gewundert, wie ich diese Menschen, erstens waren sie sehr freundlich, aber vor allem, sie sind zur Kirche gekommen, zu dem Bild, Kardinal, Priester, das war ihnen alles, und die waren nicht feindlich, die haben sich gefreut. Und die haben Kraft, dort hat man das Gefühl gehabt, die Kraft springt darüber. Also ich glaube, die Albaner sind muss ein starkes Volk sein, starke Menschen. So ist es, so ist es. Das hat mich sehr beeindruckt, ja. Hoffentlich sind sie es heute noch. Weil ich glaube schon auch, wir haben es ja in Wien auch gehabt, unser Stephansdom war ja auch kaputt. Und da muss man schon sagen, das kann ich mir erinnern, meine Mutter hat das immer erzählt, ich habe es ja nicht erlebt, aber wie der Dom dann in Trümmern lag, ja, und gebrannt hat und so, da sind die Leute schon gekommen und meine Mutter hat gesagt, die war damals noch jung, ich bin 1945 geboren, die hat gesagt, wie der Stephansdom gebrannt hat, da haben wir alle geweint. Weil das war irgendwie... Das war was anderes, nicht? Ja, die Häuser haben gebrannt, das ist klar. Aber wenn die Kirchen brennen, dann merkt man das und ich denke mir, das wird für diese Leute vielleicht für manche noch ärgere Maß ein Symbol gewesen sein. Mit dieser Kirche kaputt ist und zwar mutwillig zerstört. Bei unserem Stephansdom weiß man nicht genau. War Krieg und so. Das war Krieg, das ist nicht ganz geklärt, wir wollen es gar nicht genau wissen, warum der Brand hat. Aber das war ja mutwillig, nicht? Ja, Leute. Frau Dr. Fetzel, vielen herzlichen Dank, was Sie für Albanien, für Shkodra, für unser Land gemacht haben. Ich habe nichts Doch, getan. doch. Außerdem hat den König gesund aus dem Land wieder herausgebracht. Nein, die Leute haben alles erlebt. Essen war gut, wir waren in einem schönen Gästehaus untergebracht, aber es war natürlich von der Medizin her ein bisschen riskant für einen 90-Jährigen. Sie war Sekretärin, Ärztin,
Ja, na, Alles mögliche, irgendwie so, Fotografin, ja. Künstlerin, vielen herzlichen Dank. Na ja. gerne. Das stille Wunder. Ich hatte 30 Jahre lang vergeblich nach diesen Fotos gesucht. Sie waren Zeugen einer außergewöhnlichen Zeit, in der die Diktatur gerade zusammengebrochen war und die Demokratie ihre ersten grünen Triebe hervorgebracht hatte. Dieses Systemwechsel glich einem wahren Wunder und hatte daher auch einen unschätzbaren Wert. Es war das einzige Land auf der Welt, in der über 90% des katholischen Klerus umgebracht wurde. Die Steinzeitkommunisten des Diktators Hoxha zogen ihre blutige Rache gegen die Kirche durch. Auf paradoxe Weise war der Diktator selbst der Sohn des Großmuftis von Südalbanien, der in 45 Jahren ein blutiges Regime errichtete, im wahrsten Sinn des Wortes, ein rotes Kalifat. Die größte katholische Kathedrale des Balkans in Shkodra wurde in eine Sporthalle umfunktioniert. Der erste Funke der Demokratie kam in den Ruinen einer katholischen Kirche in Shkodra im November des Jahres 1990, in der trotz des Verbots über 50.000 Menschen einen Gottesdienst mitfeierten. Es war die lebendige Auferstehung eines Volkes und bekannterweise ist die Auferstehung einem Wunder gleichzusetzen. Im Sommer des Jahres 2024 war ich in Shkodra, eine gute Freundin bat mich, ihr dieses Fotos zur Verfügung zu stellen, weil sie für eine Ausstellung brauchte. Ich sagte ihr, dass es fast unmöglich sei, weil sie zu den Tausenden von Bildern gehörten, die Frau Dr. Annemarie Fenzel auf der ganzen Welt fotografiert hatte. Es war, als würde man nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Kurz gesagt, es würde ein Wunder brauchen, um sie zu finden. Im September 2024 sollte ich nach Shkodra zu einer Buchpräsentation reisen. Und am Donnerstag, einen Tag bevor ich losfuhr, rief mich Frau Dr. Fenzel in ihr Büro. Als sie ankam, sagte sie, hey, es ist ein Wunder geschehen. Ich habe die Fotos heute Vormittag gefunden. Ich lachte und dachte, die wahren Wunder geschehen ohne Worte. Diese sind meine Bücher, geschrieben mit einer greifbaren Liebe. Von außen sehen sie wie eine gewöhnliche Bibliothek aus. Doch es reicht, sie in die Hand zu nehmen. Und von dort aus erscheint die Welt völlig anders. So wie eine zarte Blume entdeckt wird, nachdem man den Schatten des gebrochenen Felsens über ihr beiseite schiebt. Und sie verströmt nur einen Duft, denn sie sprechen nur von der Liebe und von Menschen, die niemals eine Stimme dafür hatten, oder von denen, die nie den Mut besaßen zu lieben. Diese sind meine Bücher, wie eine Arbnorentruhe aus dem Holz der Alten, die die Sehnsucht von Busuku, Bardi, Budi und Bogdani bewahrt. Und das 7 Jahrhunderte alte Geschriebene geht nicht.